Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde aus dem etwas schlechten Wetter hier in Beuerberg. Unser letzter Film dieses Jahr im Jahr 2021. Und da haben wir uns was ganz Besonderes rausgeholt für euch. Das ist der legendäre Mercedes 300 SL Flügeltürer Gullwing. Kennt jeder, Flügel hoch. Es gibt jede Menge Spielzeugautos davon. Ist einfach einer der schönsten Motive, einer der schönsten Fahrzeuge, die je gebaut wurden. Und das war wirklich der größte Wurf von Daimler-Benz. Also ich glaube, jedes Kind kennt das Auto. Und ich habe diesen Wagen selber vor ungefähr 5 Jahren verkauft. Wir haben eine ganz tolle Historie zu dem Auto. Dazu ein bisschen später mehr. Wir haben auch ein super Gutachten zu dem Auto. Wir werden ja auch gleich fahren, weil es hat gestern den ganzen Tag geregnet, hat das ganze Salz ist runter von der Straße. Heute haben wir Wind gehabt wie in Norddeutschland. Jetzt ist alles trocken, aber gesagt, komm, rausholen, jetzt fahren wir. Weil ein 300 SL, den muss man sehen. Also fasziniert mich auch immer wieder, hat er diesen Wahnsinns-Sechszylindermotor mit Benzinanspritzung, der erste, den es überhaupt gab. Maschine zeige ich euch gleich mal. Dann hat er ein Holzlenkrad, ein Sportlenkrad. Er hat einen Koffersatz, er hat die tollen Ratschverschlüsse, Zentralverschlüsse hier vorne. Und er war mal, das muss man vielleicht sagen, er war nicht immer in der Farbe. Er ist 1985 in den USA so lackiert worden. Der ist früher mal hellgrün Metallic gewesen. Das ist ein ganz, ganz seltener Farbton. Das ist eine Rarität insoweit. Also wenn jemand sagt, wenn ich das Auto besitze, den mache ich wieder wie er war, ist das möglich. Und er hatte Stoffkaro hellgrün auch. Also eine ganz besondere Rarität. Und ist übrigens einer der ersten gebauten 300 SL überhaupt. Also, das Auto ist gebaut worden von 1954 bis 1957. Das ist hier die Nummer 150 ungefähr, sage ich jetzt mal. Ich habe das auf den Punkt genau nicht im Kopf. Aber es ist einer der ersten 150 Fahrzeuge und ist die letzten Jahrzehnte komplett dokumentiert. Wir wissen genau, wem das Auto gehört hat und es ist immer ein Treiber gewesen. Also man hat nicht ganz so sehr darauf geachtet, dass er überall im Zustand 1 oder 2 ist. Wichtig war den Leuten, dass das Ding richtig geht. Der ist auch 1995 die Mille Miglia mitgefahren. Das finde ich persönlich wichtig bei so einem Auto, weil wenn ich so einen legendären Wagen besitze, dann will ich ihn auch fahren. Und genau das ist mit dem Auto möglich. Er hat übrigens 215 PS auf 6 Zylindern, ist damit fast 260 Stundenkilometer schnell gewesen und war eine absolute Rennmaschine, war ja sehr leicht. Das hat er 1952 seinen Bruder gegeben, so als Rennversion. Da hat Mercedes nach dem Krieg wieder angefangen mit dem Gitterrohrrahmen, den hat er auch, zeige ich euch ein bisschen später. Und dadurch ist er relativ leicht, also er wiegt nur knapp 1,3 Tonnen. Und das war bei dieser tollen Stromlinienform, das könnt ihr glaube ich sehen hier, waren das ganz bedeutende Werte. Damit konnte man richtig schnell sein und zu der Zeit war das Auto unangefochten vorne. So, jetzt machen wir mal einen Motor an, wie er klingt. Das ist wie gesagt ein reiner Rennsportwagen, so muss man das Auto sehen. Jetzt habe ich mich da falsch reinfallen lassen, scheiße. Das habt ihr gerade gesehen, ich hatte ein paar Schwierigkeiten hier einzusteigen, da rutscht man runter. Für Damen war das natürlich noch schwieriger. Und die Türen beim 300 SL Roadster, die waren sehr viel tiefer, da konnte man einfacher kommoder einsteigen. Das war einfach besser, war moderner. Ist auch ein kleines Problem bei dem Auto, wird immer sehr warm. Er hat ja einen riesen Motor, hat eine wahnsinnige Abwärme und wenn ihr fahrt mit dem Ding, wird das einfach warm. Das ist einfach, das kann man auch nicht ändern. Okay, so, nun machen wir mal an hier. Er lief eben schon ein bisschen, deswegen brauche ich keine Benzinpumpe, die ist hier vorne, die lasse ich jetzt mal aus. Ja, super. Die Maschine ist gerade gemacht worden bei Peter Bazille mit Rechnung. Kostet natürlich ein Vermögen bei so einer Maschine. Aber er läuft klasse und wir werden jetzt einfach mal versuchen, wie das so geht. So. Ach, jetzt komme ich da drüben nicht dran. Kannst du mir mal zumachen? Das schaffe ich nicht. Den schaffe ich noch, aber den schaffe ich nicht da hinten. So Mercedes 300 SL hat natürlich immer eine irre Geräuschkulisse. Die 6 Zylinder hört man richtig da vorne. Die haben übrigens einen Ölkreislauf von 11 Litern in der Maschine. Und man braucht bei so einem Auto immer eine Viertelstunde, bis der warm wird. Wenn ihr den vorher richtig fordert, fliegt das Ding auseinander. Ist ein sehr sensibler Motor, den man wirklich fahren können muss. Und dadurch, dass ich schon mehrere 300 SL verkauft habe, also ich schätze mal so in meinem Leben bestimmt 70, 80 Stück, habe ich einigermaßen Erfahrung. Ich kenne die Maschine, ich kenne so einen Wagen, ich weiß, wie der fährt.
weiß auch, wie der sich gut anhört, wenn er sauber ist. Also Motor kann ich ja schon mal sagen, er hört sich toll an. Peter Bazille aus Troisdorf ist ja eigentlich spezialisiert auf Lancia, ist euch ja sicherlich ein Begriff. Der hat die Maschine gemacht. Ich weiß, dass er die ganzen alten Werkzeuge besitzt und auch die ganzen alten Maschinen, um sowas perfekt zu machen. Also es muss ein sehr gut restaurierter Motor sein. Wir haben Rechnungen, wir haben Belege, wir haben alles dabei. Das ist ungefähr vor einem Jahr gemacht worden. Ich kann euch auch sagen, warum. Weil vorher, wo wir den Wagen her hatten, gab es Probleme mit der Restaurierung, was die Maschine angeht. War ein Mercedes-Betrieb und das war nicht ganz astrein. Bazille weiß halt, wie es geht, er hat es auch gut gemacht. Also der Sound hier von dem Wagen, hört euch das mal an. Ich fahre gerade sehr, sehr niedrigtourig. Er hat eine irre Klangkulisse. Und man kann sagen, dass ein 300 SL Flügeltürer einer der legendärsten Autos überhaupt ist. Und warum das so ist, das zeigen wir euch gleich mal. Also schaut mal hier, der ist ja wie gesagt 95 die Mille mitgefahren. Hier vorne hat er die Stoppuhren. Also man hat mehrere Zeitfahrten damit auch machen können, das ist auch geschehen. Wollen wir da vorne links fahren, da geradeaus? Also die Bäuerin wieder mit der Mistgabel auf uns wartet. Naja gut, müssen wir mal schauen. Ja, es ist vielleicht ein bisschen schade, dass das Auto nicht in hellgrün Metallic geblieben ist. So ist er original ja ausgeliefert worden 1954. Aber da haben sich die Besitzer wohl gesagt, wir machen das in Rot. Waren ja damals 4 Besitzer in den USA und in Amerika ist die Farbe Rot Cognac so wie hier einfach angesagt. Also das muss man hinnehmen. Aber wenn man sagt, ich will so eine Fahrmaschine besitzen, will den fahren, will den nach raushole, also nicht nur ein Wattestäbchen pflegen in der Werkstatt oder in meiner Sammlung, dann ist das Auto optimal. Also ich habe mir das Gutachten mal genau durchgelesen, es ist 1 Zentimeter dick von einem Gutachter, den ich sehr gut kenne seit 25 Jahren, der sehr guten Job macht immer. Er sagt, das Auto ist eine 2-, ja, er hat da mehrere Details aufgeführt in mehreren Bereichen. 1 ist es nicht, aber alle Rechnungen dabei, Historie, ich glaube, die ist fast vollständig. Man kann das alles belegen und hier ist richtig Geld reingegangen. Und das zeigen wir euch nachher mal. Ein Sound, was? Ja, 300 SL ist ein 300 SL. Ja, es ist ein ganz großes Kino, so ein Wagen. Ich bin jetzt gerade mal im 3. Gang. Müssen wir gucken, der dreht hier bis 3.000 bis 6.000 Touren. Hat einen Tachometer mit 270 und kann euch sagen, 250 bin ich mit so einem Wagen schon gefahren, geht aber nur auf einer 3-spurigen Autobahn. Also das Lenkspiel, das war damals noch nicht so ganz 100%ig alles. Das ist ein Auto, was man wirklich fahren können muss, aber die Faszination beim 300 SL, die ist einmalig. Ein total toller Wagen. So, jetzt haben wir 2-3 Mal schön drauf getreten. Also da kommt richtig Dampf, die Maschine zieht schön hoch, die hat einen ganz tollen Klang. Könnt ihr jetzt auch hören, ist halt eben total faszinierendes Auto. Übrigens hier ist der Griff, könnt ihr sehen, da von innen macht man hoch oder wenn man zuzieht, hier vorne ist der Haltegriff. War damals relativ spartanisch, aber so war halt ein Flügeltürer. Also fahren wir weiter, komm Paul. Ja, ein 300 SL hat übrigens eine 4-Gang-Schaltung, die könnt ihr hier vorne sehen. Vorne links oben ist der Rückwärtsgang und sonst 4 Gänge ganz normal. Hier ist die Hupe, bisschen außergewöhnlich, was ich toll finde. Er hätte ein total schickes Nadi-Lenkrad, könnt ihr hier sehen, aus Holz. Ist natürlich eine ganz edle Ausführung, ist ziemlich teuer sowas. Dann hat er hier vorne Benzinpumpe. Wenn ihr einen 300 SL startet, immer die Benzinpumpe als erstes laufen lassen, Moment. Dann ist da unten der Choke, der muss auch gezogen sein, aber dann relativ bald rein, bis er sauber läuft. Und Benzinpumpe macht man dann auch relativ bald zurück. Nur ohne Benzinpumpe springen die nicht an. Und 300 SL, der neigt gerne dazu, dass er versuppt, dass er euch abstirbt. Da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Ist nämlich ziemlich nervig, wenn man die Kerzen vorne rausdrehen muss, weil das Ding nicht in Ordnung ist. Und dann alles sauber machen muss wieder. Seid ihr eine halbe Stunde dabei. Also vorsichtig, ne? Aber ist vom Fahren faszinierendes Auto.
Steht hier übrigens auch drauf, dass man es nicht vergisst, Mercedes 300 SL. Das seht ihr auch an diesen originalen Instrumenten hier vorne. Später gab es ja noch das Mittelinstrument beim Roadster, der dann ab 1957 mit Trommelbremsen gebaut wurde bis 1963. Scheibenbremsen gab es dann ab 1961. Das heißt, das Auto, der Flügeltürer, hat von Natur aus nur Trommelbremsen. Und das ist auch die Gefahr bei dem Wagen. Genau genommen ist das Auto übermotorisiert und er muss ja sehr, sehr vorsichtig sein, weil wenn er da auf die Bremse tretet, geht es immer so. Und viele der Autos hatten irgendwann mal einen Unfallschaden, weil sie irgendwo draufgefahren sind, weil die Fahrer sich überschätzt haben. Also mit den Bremsen, das ist so eine Sache. Und das hat man ab 1961 nachher besser hinbekommen durch Scheibenbremsen. Aber viele haben sich die dann auch nachbauen lassen. Es gibt also Autos von 1957, von 58, von 60, wo Scheibenbremsen drin sind, aber es ist dann trotzdem kein originaler Scheibenbremser. Ja, vielleicht noch was zum Wert zu diesen Fahrzeugen. Flügeltürer kostet heute 1 Million bis 1,6 Millionen, je nach Zustand. Habe auch schon Verkäufe gehabt von 1,8 Millionen. Die sind ganz leicht zurückgegangen, jetzt aber wieder stabil, kann ich euch sagen. Da war ja so ein Hype 2014 ungefähr. Jetzt hat sich es wieder völlig stabilisiert. Oldtimer-Geschäft geht gut, kann ich euch sagen. Hat auch was mit Geldanlage immer zu tun. Und ich sag mal, wenn man Flügeltürer hat, hat man eine super Geldanlage, aber hat natürlich auch was richtig klasse abgeht. Ne? Tja, so hört sich so ein Motor an. Das ist schon Wahnsinn. Ich kann gleich mal bremsen. Bremsen sind hier auch gemacht. Ich will mir das da mal angucken. Ja, man muss aufpassen. Der geht immer so. Das ist normal beim Flügeltürer, kenne ich. Und wenn man sich dann überlegt, dass der 250 Sachen schnell war und dann eine Vollbremsung, also ich bin mal vor 25 Jahren mit dem 300 SL von Saarbrücken gefahren bis nach Bremen im Winter bei trockener Straße. Ich kann euch sagen, ich war nach den ersten 200 Kilometern fix und foxy. Mehr als 200, 220 habe ich mich nicht getraut, mit so einem Wagen zu fahren. Da muss man echt Auto fahren können, man muss richtig vorsichtig sein. Also meist brauchst du die ganze Straße. Und ich sag mal hier, ja, man merkt das, funktioniert gut, aber man muss die Lenkung ganz fein festhalten. Wenn der mal richtig verreißt, wenn ihr schnell seid, dann geht es ab ins Gebüsch. Ne? Das ist der Nachteil. Ja, Mercedes 300 SL Galving, weltweit bekanntes Auto, sind 1460 Fahrzeuge von gebaut worden. Bei unserem Auto ist es so, dass er überwiegend Matching Numbers hat. Überwiegend heißt, Motor ist Matching, die Achsen sind Matching, wobei also auch Karosserie und Rahmen, das gehört alles zusammen bei dem Wagen. Aber ich sag mal, Getriebe ist glaube ich nicht Matching, aber wie gesagt überwiegend. Und die Farbe, die war halt nicht rot. Hat ja einen irren Sound, was? Der hat ja einen Klang, also sowas gibt es ja gar nicht mehr. Also wie man so ein Auto mit Elektro fahren will, weiß ich nicht. Das Entscheidende fehlt ja, der Sound, die Faszination. Die ist so irre bei so einem Wagen. So. Auto war in den 50er Jahren die Konstruktion überhaupt von Mercedes. Und die berühmten Schauspieler, überhaupt die berühmten Köpfe dieser Welt haben so einen Wagen gehabt. Das hat man sich einfach gekauft, das war das Auto. Begonnen hat das Mitte 1954, aufgehört hat das Mitte 1957, also nur 3 Jahre sind die gebaut worden. Und da gab es halt einen 300 SL Roadster, das war für Frauen noch ein bisschen angenehmer. Der war einfach moderner, weil so ein Auto hier ist echt extrem laut und ja, man kommt ein bisschen schwer raus. Ne? Durch den Gitterrauchrahmen, den haben sie danach geändert, weil die Einstiege hier sehr hoch sind. Das könnt ihr hier sehen, die Einstiege hier vorne auch noch mit Haltegriff übrigens. Ist alles irre gemacht. Da vorne gibt es einen Tank. Da vorne Öldruck, ne? Oder was, warte mal. Ja. Kann ich nicht sehen, verdeckt vom Lenkrad, Temperatur. Hier vorne ist die VDO-Uhr. Wertvolles Detail auch, die ist auch nicht nachgebaut, das ist die Originale. Und hier ist die Heizung links und rechts.
Auto hat auch eine Heizung, hat natürlich warm gemacht. Obwohl im 300 SL brauchst du keine Heizung. Der wird von selber so warm. Hat so eine Abwärme, dieser Wagen. So, ja, jetzt sitze ich hier in unserem legendären Mercedes 300 SL. Also einmal haben wir hier ein 3 cm dickes Buch, wo wirklich fotodokumentiert alles drin ist. Wartung, Restaurierungsstand, also das ist dermaßen umfangreich hier mit allen Rechnungen. Das ist schon wirklich toll. Das haben wir längst nicht bei jedem Auto. Guckt euch das mal an hier. Also was da alles gemacht wurde, sehr, sehr aufwendig, mit Rechnung, mit allem. Also ich sag mal, das haben wir selten, finde ich auch klasse, dass das der Fall ist. Dann gibt es hier von unserem Gutachter Klaus Kuckuck, kennen ja viele, macht nur die besten und teuersten Autos hier in super Gutachten. Da steht übrigens auch drin, dass der Wagen 1995 an der Millimilia teilgenommen hat. Warte mal, jetzt habe ich es überblättert. Na, jetzt ist es weg. Also eben habe ich das, doof Mensch. Hier Vorbesitzer, das hier ist das Foto hier. Millimilia gemacht, dann wo die Maschine gemacht wurde. Die ist übrigens ein zweites Mal gemacht worden, was erst mal nicht hundertprozentig war. Also hier die ganzen Daten und die ganzen Besitzer, ist alles schön aufgeführt. Ja, so sieht das aus. Flügeltürer, komplettes Gutachten. Finde ich toll, dass das dabei ist. Und wie gesagt, also Klaus Kuckuck sagt Zustand 2-, das sehe ich ungefähr auch so. Es ist eine Fahrmaschine, es ist ein richtiger Driver. Und wer sagt, ich will einen Flügeltürer haben, super Geldanlage, die sind immer stabil gewesen. Das ging in der Regel immer hoch, immer mit solchen Schwankungen. Aber ein Flügeltürer, das kann ich euch sagen, Umweltschutz hin oder her, das ist eine Skulptur. Das ist Kunst, das wird immer ein legendäres Auto bleiben. Das heißt, ich kann den nicht nur toll bewegen, wenn ich Lust dazu habe, bei allen Rallyes teilnehmen, bei der Millimilia teilnehmen. Ich kann eben auch das Auto haben, besitzen und man weiß, das Geld ist sicher. Was im Moment ist mit der Inflation, das weiß kein Mensch. So ein Wagen, das ist sicher geparktes Geld und einfach ein faszinierendes Auto. Also der Spaßfaktor und der Freudefaktor, so einen Wagen zu besitzen, der ist top. Also mir macht das immer wieder einen Spaß, wenn ich einen 300 SL Roadster oder einen Flügeltürer fahren kann. Das ist einfach eine ganz tolle Herausforderung. Das ist ein Highlight. In meinem Beruf ist das ein Highlight. Ja, so ein 300 SL hat einen 100-Liter-Tank. Also zwischen 100 und 130 übrigens. Und ganz einfach deshalb, so ein Auto hat nun mal einen Verbrauch von 15 bis 25 Liter. Das kann man drehen, wie man will. Weil so eine Maschine, die fordert man ja normalerweise auch in der Regel. Und wenn man da richtig drauf tritt, dann zieht er halt was weg. Und damals war Umweltschutz oder Verbrauchsminimierung noch nicht so wichtig. Da war wichtig, möglichst schnell. Dann ist die Millimilia mitgefahren, man hat damit eine Menge Rennen gewonnen. So ab 1952 gab es ja die ersten Flügeltürer, die dann diesen Gitterrohrrahmen hatten. Und diese tolle Maschine war damals ein Novum, diese Einspritzpumpe. Und damit ist das Ding natürlich gegangen wie verrückt. Und ich merke das an mir, wenn ich hier mit so einem Wagen fahre, da trete ich auch drauf. Das ist einfach toll. Der braucht das einfach. Das ist eine Maschine, die braucht das. Das ist ein Auto, das ist ein Rennwagen, der ist für die Strecke gebaut worden. Den fährt man nicht 80 langsam, da tritt man drauf. Das braucht man sich in 300 SL gar nicht erst zu kaufen. Muss man sich ein Ponton Cabrio kaufen oder irgendwie sowas, also jedenfalls nicht sowas hier. Ja, ist ein toller Wagen, ist faszinierend, kann ich nicht anders sagen. Ist eine gute Fahrmaschine, also jemand, der fahren möchte, das ist das richtige Auto. Es sei aber gesagt, ein 300 SL geht auch schnell mal kaputt. Und da sind auch schnell mal 50.000 € weg. Und zwar hat das damit zu tun, das sind natürlich auch viele alte Teile. Die sind vielleicht restauriert worden. Die sind ja damals, als die Autos gebaut wurden, vor fast 70 Jahren, nicht für eine 70-jährige Haltbarkeitsdauer gebaut worden. Das geht ja gar nicht. So, da geht natürlich einem am anderen immer mal was kaputt. Also wenn man sich so ein Auto hier kauft, muss man wissen, es ist halt ein Oldtimer, das bleibt da auch. Und da ist ein Risiko, dass es mal irgendwie in der Technik ein Problem gibt, das ist einfach da. So. Darf man sich auch nicht beschweren, wenn 50.000 mal weg sind. Auf der anderen Seite haben wir die meisten Leute, die so ein Auto länger besessen haben, auch wirklich viel Geld damit verdient. Das ist nämlich die andere Seite. Die gehen im Wert in der Regel nach oben und man macht nie Geld kaputt, auch wenn es mal eine Investition in die Technik gibt bei so einem Auto. So, wollen wir noch mal gucken. Ja. Macht auch gute Windgeräusche, aber ich aufs Fenster nicht ganz so. Den muss man beim Flügeltürer immer ein bisschen offen lassen, weil er innen einfach warm wird. Das ist so. Wir haben ja heute einigermaßen warm draußen, wir haben 12 Grad. Wenn es kalt ist bei 0 Grad, dann wird es auch hier drin nicht richtig warm oder nicht richtig heiß, sagen wir mal so. Schon imposant, diese Kotflügel da vorne, diese ellenlange Hauben. Wenn ihr euch mal das Designelement mit den beiden Hutzen vorne auf der Motorhaube anguckt,
Das machen sie heute noch beim AMG, weil sie das so faszinierend finden. Aber das ist zum ersten Mal im 300 SL umgesetzt worden. Hier auf der Haube könnt ihr das sehen. Das hatte damals mit dem Motor zu tun, weil der nicht unter eine glatte Haube passte. Da war das die Einspritzpumpe gewesen. Ja, so klingt ein reinrassiger Sportwagen. Das ist Sportwagen 50er, 60er Jahre. Absolut geil, toll. So ab 4000 Umdrehungen will der immer mehr. Bis 4000 ist das noch einigermaßen kommod, aber über 4000 fängt ein 300 SL richtig an zu brüllen und will mehr und mehr und mehr. Ich bin hier ein bisschen vorsichtig, das sind hier Landstraßen, auf der Autobahn ist das nochmal was anderes oder wenn es besser geradeaus geht. Aber wenn man hier mal, wenn einem das Lenkrad aus der Hand rutscht oder man die Bremse falsch erwischt, dann fliegt man ab in die Prärie und das muss ja nicht sein. Zumal das hier auch ein Kundenauto ist. Ist das nicht so verkehrt? Ja, ist ein faszinierender Wagen. Also einer der faszinierendsten Autos, die ich überhaupt kenne. Absolut tolles Teil. Und man sieht ja heute auch, es gibt ja mehrere Fachfirmen, die sich darauf spezialisiert haben. Sei es Hans Kleisel in Polling, den wir gut kennen, der das ganz toll macht, oder die Firma Kienle. Da gibt es so ein paar, die wirklich sich spezialisiert haben auf das Modell und davon super leben können. Das ist einfach, da gibt es einen Kundenkreis, die wird es ja immer geben, die sagen, ich will einen 300 SL haben. Ganz klar. Das ist auch nicht zu toppen. Ich meine, es gibt die Ferrari-Gemeinde, es gibt die Porsche-Gemeinde, aber ein 300 SL ist legendär. Absolut legendär. Und dann noch der Flügeltürer, Wahnsinnsauto. Ist übrigens so, der 300 SL Roadster wird ein bisschen tiefer gehandelt als der Flügeltürer. Es gibt ja sehr, sehr viele Trommelbremser bei den Roadstern, die liegen so um 1 Million, sage ich mal. Wenn einer Baujahr 63 ist, zum Schluss wurden die mit Alumotor gebaut. Der kostet nochmal 300.000 mehr oder sogar 400.000 mehr. Das sind dann ganz gesuchte Sammlerstücke, weil es halt nur 200 Stück gab. Aber ein Flügeltürer ist wie die Bank von England absolut sicher. Das ist ein Fahrzeug, was immer seinen Wert gehalten hat, die letzten 70 Jahre. Und da gehe ich fest von aus, das wird auch so bleiben. Tolles Auto, der läuft schön. Er hat auch schön Power, er geht hier auch die Berge hoch. Das ist wirklich super. Total legendäres Auto. Macht Spaß, aber fordert auch den Fahrer. Man muss so ein Auto gut kennen. Tja. Ja, da vorne ist wieder Beuerberg. Tolle Probefahrt, die Sonne ist sogar rausgekommen. Das war jetzt dieses Jahr unser letzter Film. Müssen wir gucken, wie es morgen wird, vielleicht sogar morgen noch, aber ich sage mal, das ist wahrscheinlich der letzte gewesen hier im Jahr 2021. Und ich kann nur hoffen, wir hatten zwar einen guten Umsatz dieses Jahr, aber ich hoffe, dass das nächste Jahr besser wird, weil mir reicht es langsam mit Corona und dieses ganze Hin und Her und geht mir ein bisschen auf die Nerven, muss ich sagen. Man will wieder raus, man will wieder unter Leute, will wieder das Unternehmen und man will so einen Wagen auch zeigen, wenn man den hat. Das ist doch ganz klar und dafür braucht es Veranstaltungen. Und wir hoffen, dass das nächstes Jahr wieder besser wird, dass diese Corona-Geschichte endlich mal ihr Ende findet. Ja, tolles Auto. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz den Motor und dann verabschiede ich mich bei euch. Ihr müsst euch mal angucken, wie so eine Maschine aussieht. Tolles Ding.
Ja, liebe Freunde, das war jetzt also speziell unsere Mercedes-Freunde, unser letzter Dreh dieses Jahr, höchstwahrscheinlich vielleicht noch morgen. Nein, das war unser letzter Dreh, sage ich jetzt einfach mal. Bis zum nächsten Jahr. Ich muss ja noch mal wünschen, bleibt alle gesund. Ich hoffe, dass wir uns alle gesund wiedersehen. Und ja, frohes neues Jahr. 2022 geht es weiter wie bisher. Die nächsten 150 Filme nächstes Jahr. Alles Gute, euer Stefan Luftschiss und ciao.